Kapitel 4 Buße. Okay. Ist sehr dunkel hier. Things went swimmingly for the first few days of the beachside trip, no bad puns intended, and Emily was enjoying every minute of it. Sometimes I worried that I may have created a slight loner of a kid, given how happy she was to play by herself, how proficient she was at finding her own entertainment. Die ersten Tage liefen wie am Schnürchen. Und dann? Was ist dann passiert? Mal bitte einmal hier hoch. Ist nix. Da geht's rein. Nee. Sah nur so aus. Bitte lass mich hier wieder raus. Dankeschön. Na? Danke, sehr gut. Es ist wirklich verflucht dunkel. Oh Gott, ich dachte, da steht jemand. Oh, ist auch nix. This isn't to say that there weren't other children at the retreat with whom she was willing to briefly associate, but she didn't seem overly fussed if their parents had to take them home that same evening. She was happy either way. I guess I shouldn't have been surprised, given that she was an only child, and that she was no stranger to the idea that people might temporarily inhabit her life, only to depart shortly afterward. Perhaps I'd raised her a little too well in that department. Okay, gut, sie konnte sich mit sich selbst beschäftigen, ist jetzt nicht so tragisch, sag ich mal. Also das... Ich kraxel schon wieder auf den Felsen rum. Die ersten Tage lief alles gut. Er macht sich ein bisschen Sorgen, weil sie so gut alleine zurechtkommt. Das ist jetzt... Okay. Nicht sonderlich außergewöhnlich, sage ich mal. Was ist denn das da?
Was ist denn das? Hm. Hihi. Entschuldigung. Es klingt so gut. In the meantime, I was having my own version of a good time. Freed from the shackles of a more polite existence, I found little reason not to drink the days away, and the nights even more so. I know that wasn't the plan, but anyway. I met some new friends and even made the acquaintance of a very lovely, very single woman 5 years my junior. A woman so charming that even Emily seemed to take a slight shine to her. Things were definitely looking up. Then came the day of the tragedy. Der Tag der Tragödie. Ich finde es so lustig, wie es klingt, wenn er hier so... Entschuldigung, aber es ist echt witzig. Ich weiß nicht so richtig, wohin. Hallo? Ach so, wir laufen noch. Alles klar. Ich nehme an, genau dahin können wir nicht. Die Tatsache, dass wir jetzt einen Rettungsring gefunden haben, heißt wohl das Schlimmste. Gucken mal kurz hier rein. Da ist nix. Nö. Nur ganz normale Hütte hier. Okay. Ich würde fast meinen, wir gehen noch mal hier Richtung der Steinformation, der Felsen. Und bleiben mal erstmal ein bisschen am Rand, bevor wir dann weiter in die Richtung gehen. Zumindest so ein bisschen. Es ist verflucht dunkel. Nö. Versuch war's wert. Überleg gerade, was schneller geht. Springen oder nicht springen? Ist da was im Wasser? Ach nee, das ist die Palme, die da. Wir müssen nach da. Mal kurz hier gucken. Hier ist nichts. Nee. Wir machen es auch hier wieder so. Ich laufe so ein bisschen von rechts nach links, von links nach rechts, einfach nur um mich ein bisschen umzuschauen.
das klingt. Tut mir sehr leid, aber es ist wirklich cool. Ist hier noch irgendwas? Unser Felsen? Ne, sieht nicht so aus. Komm mal nach da oben bitte. Nee. Sieht nicht so aus, definitiv nicht. Oh nein. Ah, alles gut. Alles gut. Amelie konnte sich gut alleine beschäftigen. Der Vater hat hier eine Frau kennengelernt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein gutes Zeichen ist. Die Tragödie. Da ist auf jeden Fall noch was. Okay. Ist da hinten noch was? Nee, ne? Sieht bloß so aus. Ja, sah bloß so aus. Okay. Den nehmen wir noch mit. Können wir von hier ins Wasser? Nee. In the early evening, 2 days after meeting the woman, I was enjoying her company and that of some fellow adults, while my daughter enjoyed the water mere meters away from us. I say mere meters, but she must have started to drift further out without my noticing. A fact hardly surprising, given that my advanced state of inebriation limited my focus to one subject at a time, at best. And given that the woman was the greater novelty of the moment, she was the one stealing the bulk of my attention. This attention was quickly divided, however, when I heard my daughter scream. Nee. Er war besoffen. Oh nein. Oh, Scheiße. An das Boot kommen wir auch nicht ran, ne? Er war betrunken und abgelenkt und hat nicht auf seine Tochter aufgepasst. Oh Mann. It's strange the sudden clarity one can experience, the moment one realizes that something they love
is in danger. I leapt to my feet and caused all manner of calamity as I scrambled to free myself from the tiny maze of tables and chairs that surrounded us. Somewhere behind me, another man from our entourage was rushing to join me, but I was quicker to reach the waterside and wade frantically in, shouting my daughter's name. Ist sehr dunkel, tut mir leid. Nix, okay. Mir sind gerade auch diese Sachen völlig egal, ob wir I couldn't actually see her at first, then glimpses only of her hands and arms as they flailed above the water. All thoughts of my own current capacity to swim were tossed aside, and I launched myself into the ocean, fingers first. I'm not even sure if I was swimming in the correct direction the whole time, but my body knew it had to press on, irrespective. Something inside my burning brain told me that as long as I pushed myself forward, I could aid my daughter. By the mere fact of willing myself to be her savior, that was what I would somehow become. Okay. Her body was never found. Mine somehow made its way back to the beach before collapsing, face down, so I'm told, into unconsciousness. Der Verlust seiner Frau hat ihn zum Alkoholiker gemacht. Und die Tatsache, dass er unaufmerksam war, aufgrund des Alkohols und aufgrund anderer Ablenkungen, nenne ich es einfach mal, hat er seine Tochter verloren. Scheiße. Ist da hinten noch was?
Er hat versucht, sie zu retten und hat es nicht geschafft. Wie gesagt, man könnte ihm jetzt sagen, man könnte jetzt wirklich sagen, okay, ja, ist halt so scheiß Säufer und so. Aber es ist eine Krankheit. Er hat es nicht geschafft, diese Krankheit zu besiegen für seine Tochter. Er ist ihr immer wieder verfallen. Und das hat letzten Endes, war einer der Ursachen für das, was passiert ist. Dafür, dass er sie verloren hat. Und sie nicht retten konnte. Unaufmerksamkeit. Ich frage mich nur, gab's hier keine Bademeister? Oh Mann, es ist... I cannot say with any confidence whether I could have saved Emily, sober or not. But I blame the drink nonetheless. And most of all, I blame myself. Who am I kidding? A bottle can't be blamed for its actions any more than a rifle can be. It was my weakness, my fault, and my fault alone that I became a man so wretched that he failed to notice his own daughter struggling with the evening tide. My last-minute delusions of heroism count for nothing. I simply was not there for my only child when she needed me the most. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich wage zu bezweifeln, dass ich sie hätte retten können. Aber die Chance wäre höher gewesen, natürlich. Oh Mann. Oh Mann. Was für eine Tragödie. In das Haus gehen wir gleich. Ich muss mal kurz hier hinten gucken. Was für eine furchtbare Geschichte.
Und ihr wisst, mich nimmt sowas immer ein bisschen mehr mit. Ja. Hm. Er hat es nicht geschafft. Ne? Er hat damit alles verloren, was ihm was bedeutet hat. Und ich denke, wir sollten Abstand nehmen von der Schuldfrage. Denn die bringt die Kleine nicht wieder zurück. Hier ist nichts. Okay. Runden wir noch einmal. Geht nicht. Gut. Wir gehen mal weiter. Can I tell myself I was a good father? No, but I did try, more than my own father ever did. That said, the acorn doesn't fall far from the tree, and I can't deny the blood that runs through my veins. But I've punished myself plenty, and I've improved my ways. I don't drink anymore. And every year I make this pilgrimage to prove this fact to my daughter. Jedes Jahr. In Gedenken an seine Tochter. Und da ist eine Flasche. Da haben wir jetzt nur 4 von 5, das ist okay. Daran können wir leben. Da ist eine Flasche, die da vor uns schwebt. Oh Mann. Können wir hier rein? Wir können ja nur reingucken. Wir können hier wirklich nur reingucken. Da ist sie, die Flasche. I've another dozen unopened bottles where that came from, so my penance is far from over. I'm slowly learning to forgive myself, and I can only ask you, Emily, to forgive me also. You were the most vivid reminder I had left of your mother, and now that you're both gone, well, let's just say that I keep to myself these days. It's better that way. All that I can do is be the best teacher that I can and give other people's children the best opportunities that life has to offer them. I'm so sorry I couldn't do that for you. Farewell, my little mermaid. Sleep peacefully. Daddy loves you. Always.
Danke fürs Spielen. Danke fürs Entwickeln. Wir haben im Kapitel 4 jetzt nicht alles gefunden. Das war Bottle Pilgrim. Wie gesagt, von dem Entwickler habe ich noch mehrere Spiele, die alle sehr ähnlich sind. Alles Walking-Simulatoren, alle mit einer Geschichte verbunden. In diesem Fall die Geschichte von Verlust. Verlust der Frau, dem Verlust der Tochter und zwischendrin dem Verlust von sich selbst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei einem anderen Let's Play. Vielleicht auch wieder von diesem Entwickler. Vielleicht auch bei einem ganz anderen wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.